IEF Werner, Ihr Spezialist für raffinierte Automatisierungslösungen und anspruchsvolle Handhabungsaufgaben. In diesem Video erklären wir das Einrichten eines Vakuums zum Festhalten des Bauteils und die Funktion Antasten beim Standard-Pressprozess an unserer Servopresse iPress. Achtung! Dieses Video ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Es besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Komponenten. Montieren Sie das Werkzeug in der Presse und schließen den Vakuumschlauch an. Legen Sie anschließend das untere Bauteil ein. Im Bereich B- und Entladen gibt es die Möglichkeit, den Button für ein Vakuum zu aktivieren. Bei entsprechender Konstruktion des Oberwerkzeuges kann nun das Werkstück über Unterdruck im Oberwerkzeug gehalten werden. Ein Vakuumsensor prüft, ob ein Teil eingelegt wurde oder nicht. Ein weiteres Vakuum kann angelegt werden mit dem Button im Bereich Pressen. Hiermit bleibt das Vakuum an und nach dem Pressvorgang wird die ganze Mimik aus dem unteren Werkzeug abgehoben. Die Funktion Antasten eignet sich, um Bauteiltoleranzen beispielsweise in der Länge auszugleichen. Wenn Sie unter dem Bereich Vorposition den Button Antasten aktivieren, öffnet sich ein weiteres Eingabefeld, in dem Sie die Antastdistanz, Antastgeschwindigkeit und Antastkraft festlegen können. Der blau eingefärbte Bereich, die Antastdistanz, ist abhängig von der Bauteilgeometrie und den damit verbundenen Toleranzen. Sie wird von der eingerichteten Vorposition aus gemessen. In diesem Bereich müssen sich die beiden zu fügenden Bauteile berühren. Der Weg muss aber nicht komplett überwunden werden. Mit der Antastgeschwindigkeit legen Sie fest, wie schnell das Antasten ablaufen soll. Es empfiehlt sich, hier eher langsam zu starten. Wird die festgelegte Antastkraft erreicht, ist das Antasten beendet. Achtung! Dieser Punkt ist das Anfangsmaß für die weiteren Presswege. Sind alle Werte eingegeben, speichern Sie das Ganze mit dem großen Speichern-Button. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung.